Ein Kratzer im Autolack ist extrem ärgerlich. Egal ob er beim Parken entstanden ist, durch einen Einkaufswagen oder, was auch nicht selten vorkommt, durch Vandalismus. Der erste Gedanke ist meistens, das wird teuer. Aber so einen Lackkratzer kann man selbst entfernen, mit ein wenig Geduld, mit den richtigen Materialien und ein wenig Fingerspitzengefühl. In diesem Video zeige ich dir deshalb Schritt für Schritt, wie man den Kratzer ausbessert, so dass am Ende nicht sichtbar ist. Es ist einfacher als du denkst. Bleib also dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du Autos liebst, besonders klassische Fahrzeuge, dann bist du hier genau richtig. Heute kümmern wir uns um ein Problem, das vermutlich fast jeder Autofahrer irgendwann erlebt. Kratzer im Lack. Das Gute ist, ein Lackkratzer bedeutet nicht automatisch einen teuren Besuch beim Autolackierer. Solche Schäden lassen sich tatsächlich selbst reparieren, vorausgesetzt, dass man sauber arbeitet und ein paar wichtige Arbeitsschritte einhält. Und genau das schauen wir uns heute an. Wir nehmen den Kratzer zuerst einmal genau unter die Lupe. Man erkennt hier deutlich die beschädigte Stelle im Lack. Solche Kratzer können durch ganz unterschiedliche Dinge entstehen. Zum Beispiel durch Schlüssel oder harte Gegenstände, Äste oder Sträucher, Einkaufswagen auf den Parkplätzen oder leider auch durch mutwillige Beschädigungen. Wichtig ist es, immer zu prüfen, wie tief der Kratzer wirklich ist. Solange der Schaden nicht bis auf das blanke Blech durchgeht, hat man sehr gute Chancen, ihn mit etwas Arbeit komplett zu entfernen. Bevor wir mit der eigentlichen Reparatur beginnen, muss die betroffene Stelle gründlich gereinigt werden. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, der oft unterschätzt wird. Denn wenn sich noch Schmutz, Fett oder Staubpartikel auf der Lackoberfläche befinden, kann das Endergebnis negativ beeinflusst werden. Ich reinige die Fläche deshalb gründlich mit Wasser, Seife und einem sauberen Tuch. Jetzt kann der erste Schleifvorgang begonnen werden. Dafür verwende ich Schleifpapier mit der Körnung P2000. Dieses Schleifpapier habe ich vorher über die Nacht ins Wasser gelegt. Dadurch wird es weicher und das Schleifen wird dadurch schonender für den Lack. Die betroffene Stelle wird jetzt vorsichtig nass angeschliffen. Ganz wichtig dabei, wenig Druck ausüben, ausreichend Wasser verwenden, damit man nicht trocken schleift. Und nur den Bereich um den Kratzer bearbeiten. Nach dem Schleifen wird die Fläche entfettet. Das sorgt dafür, dass der neue Lack sauber haftet. Man verwendet dafür einen geeigneten Reiniger bzw. den Silikonentferner. Und jetzt kommt der eigentliche Reparaturschritt. Ich verwende dafür einen Lackstift mit passendem Farbton. Mit dem Lack wird der Kratzer wieder aufgefüllt. Dabei trage ich den Lack vorsichtig direkt in den Kratzer auf. Es ist völlig normal, dass etwas Lack über den Rand hinausgeht. Das korrigieren wir aber gleich. Damit die Oberfläche später möglichst glatt wird, entferne ich jetzt den überschüssigen Lack mit einem kleinen Abzieher. Dadurch bleibt der Lack hauptsächlich im Kratzer und nicht auf der umliegenden Fläche. Übrigens, alle Produkte, die ich hier verwende, habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findest du die Auflistung der Materialien, die man für diese Reparatur benötigt. Jetzt braucht der Lack etwas Zeit zum Trocknen. Die vollständige Aushärtung ist von der Außentemperatur abhängig und kann bis zu 24 Stunden dauern. Hier lohnt es sich wirklich Geduld zu haben, damit der Lack vollständig aushärten kann. Nachdem der Lack getrocknet ist, schleife ich die Stelle noch einmal mit P2000 nass an. Damit gleichen wir kleine Unebenheiten aus und bereiten die Oberfläche für die nächste Lackschicht vor. Jetzt
trage ich noch einmal eine zweite dünne Lackschicht auf. Damit wird der Kratzer fast vollständig ausgefüllt. Anschließend entfernen wir wieder vorsichtig den überschüssigen Lack. Auch diese Schicht muss jetzt wieder gut durchtrocknen. Je sauberer man hier arbeitet und je mehr Zeit man sich lässt, desto besser wird später das Endergebnis. Der Lack ist trocken, also wieder nass schleifen mit P2000. Im Anschluss werde ich die betroffene Stelle entfetten. Nun kommt der Klarlack ins Spiel. Der Klarlack sorgt dafür, dass der reparierte Bereich später wieder den gleichen Glanz bekommt wie der restliche Lack. Außerdem schützt er dauerhaft die reparierte Stelle. Nachdem alles vollständig getrocknet ist, folgt jetzt der letzte Schleifschritt. Zuerst schleife ich die Stelle wieder mit P2000 nass. Danach im zweiten Durchgang werde ich das Schleifpapier mit der Körnung P3000 verwenden. Das ist noch feiner und sorgt dafür, dass die Oberfläche perfekt fürs Polieren vorbereitet wird. Und jetzt kommt der letzte Schritt, das Polieren. Ich verwende dafür eine Polierpaste und arbeite die Stelle sorgfältig aus. Durch das Polieren bekommt der Lack wieder seinen ursprünglichen Glanz. Und hier sehen wir das Ergebnis. Der Kratzer ist nicht sichtbar. Man kann also solche Schäden mit etwas Geduld tatsächlich selbst erstaunlich gut beheben. Man darf aber beim Schleifen nicht übertreiben, sonst kann der Klarlack beschädigt werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal und schreib in die Kommentare, wie du das Ergebnis findest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.